Wie kriege ich eigentlich eine KI dazu, dass sie nicht halluziniert, dass sie keine Informationen erfindet, die sich einigermaßen richtig anhören? Wie kriege ich eine KI dazu, ein Large Language Model, dass es auf meine Unternehmensdaten oder auch meine ganz privaten Daten oder einfach irgendwelche Daten zugreift? Wie mache ich das? Nun, wir haben da eigentlich schon gesehen, zusammenfassen, wenn wir der KI einen Text geben, ist gar nicht so ein großes Problem. Das große Problem ist aber, was machen wir, wenn der Text viel zu groß ist? Oder wir ans Needle in the Haystack Problem kommen? Oder wenn die Texte viel zu kompliziert sind? Oder. Und da gibt es eine Technologie oder eine Technik, um genau zu sein, die nennt sich Retrieval Augmented Generation. Und vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Ich will heute mit euch das Ganze sowohl theoretisch als auch dann praktisch mal angucken, wie man das wirklich machen kann. Ich will mit euch rausfinden, wie baut man sowas wirklich im Code. Aber davor erkläre ich euch, um was es hier eigentlich geht. Und zwar, das Ganze ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Aber nehmen wir erstmal ein Beispiel. Nehmen wir an, ihr fragt jemanden, der, so wie ich, früher mal studiert hat und das schon ein paar Jährchen her ist. Ja? Und zum Beispiel nach dem Thema, welche Verschlüsselung sollte ich denn eigentlich bei meiner Website benutzen? Dann könnte euch diese Person vielleicht sagen, hey, nimm doch RSA. Dazu muss man aber fairerweise sagen, seit meinem Studium hat sich einiges getan und wenn ich da nicht on track geblieben wäre, wenn ich nicht mich weitergebildet hätte nach dem Studium, würde ich euch das vielleicht immer noch sagen. Damals hat man gesagt, ja, so irgendwann dann mal musst du mal wechseln oder so, aber momentan völlig fein. Heutzutage würde man das nicht mehr sagen. Der Stand ist also eigentlich von 2018, eher sogar noch früher. Und der hat sich seither geändert. Was also eigentlich von mir als Ausgabe kommen würde, wenn ich mich seither nicht mehr beschäftigt hätte, oder kommen sollte, fairerweise, wenn ich seither nicht mehr mit Verschlüsselung gearbeitet hätte und das einfach in irgendeinem Nebenfach mal gehört hätte und das nicht irgendwie hauptsächlich dann gemacht hätte, egal, dann hätte ich euch eigentlich sagen sollen, ey, ich habe mal von RSA gehört, aber ich habe keine Ahnung davon. So, das wäre die Antwort, die wünschenswert gewesen wäre, denn RSA zu benutzen wäre eine falsche Antwort gewesen. Es ist nicht mehr die moderne Verschlüsselung bei Websites. Und das wäre der erste Schritt. Das heißt, im ersten Fall habe ich einfach meinen alten Stand des Wissens wiedergegeben, der aber faktisch nicht mehr richtig war. Ich bin mit meinem Trainingszustand zu dem Zeitpunkt einfach vielleicht nicht auf dem modernen Stand. So, als KI, wenn ihr mich jetzt als KI sehen würdet. Das zweite wäre, das besser zu machen, im Sinne von, ich weiß es nicht, das wäre das nächste. Was aber noch viel besser wäre, wenn ich einfach Zugriff auf aktuelle Informationen hätte und, sagen wir mal, googeln könnte. Und hier kommen wir dann zum ECDH mit TLS 1.3 und das Ganze wurde erst standardisiert, als ich schon quasi in meinem Abschluss war. Deswegen, ja, das ist jetzt der Stand der Technik. So, und da sehen wir 3 Stufen. Erstens mal, ich halluziniere alte Informationen herbei oder ich habe mal irgendwo von RSA gehört. Das zweite wäre zu sagen, ich weiß es wirklich nicht, was aktuell der Stand ist. Und das dritte wäre tatsächlich, auf aktuelle Informationen zuzugreifen. So, und das ist so das, was wir haben wollen. Wir wollen ja entweder auf aktuelle Informationen zugreifen oder wenn die das nicht enthalten, dann wollen wir keine Ahnung ausgeben. Denn im Grunde, was ich hier mit RSA gemacht hätte, wäre, ich hätte im Endeffekt aus meinem Kopf zitiert. Ja, wenn ihr so wollt. Ich habe das irgendwann mal gelernt und ich weiß das, aber vielleicht ist es ungenau, vielleicht ist es nicht mehr aktuell, vielleicht habe ich da auch Dinge vermischt, vielleicht ist das auch einfach mit Quelle sehr viel besser, denn ohne Quelle kann man das ja nicht unabhängig prüfen. Das heißt, ihr könnt das nicht unabhängig von meiner Aussage prüfen. Und ihr müsst zusätzlich nochmal verifizieren, sprich, ihr müsst selber nochmal googeln und dann selber nochmal sagen, das war wirklich richtig. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Das ist ja genau das, was wir nicht haben wollen. Wir wollen ja, dass ein KI-System uns relevante, zuverlässige Informationen liefert. So, und jetzt kann man das natürlich lösen, indem man einfach ständig die allerneuesten Trainingsdaten in diesen Kopf von der KI reindrückt und sich darauf verlässt, dass die auch wirklich ein groß genuges Gehirn hat, um alle Informationen richtig abzuspeichern. Das hat sich aber gezeigt, dass das nicht so ganz zuverlässig ist. Das ist immer noch ungenau und es werden Dinge vermischt, auch bei so riesigen Netzen wie jetzt O3 Mini oder bei O1 oder sowas. Und das nächste ist, wenn wir sowas vermischen oder auf
aktuellem Stand trainieren, sowas dauert immer ein paar Wochen. Das bedeutet aber auch, dass sowas wie aktuelle News zum Beispiel, die sind dann trotzdem nicht da. Weil die sind ja tagesaktuell und tagesaktuell kann ich keine KI trainieren. Das ist viel zu teuer bzw. dauert einfach zu lange. So, das kann also gar nicht funktionieren, wenn ihr eine KI nach etwas aus dem Kopf fragt. Außer es sind vielleicht so Sachen wie Code, das kann schon gut funktionieren, weil da sind sehr viele logische Schritte, die kann man reproduzieren und der Code an sich ändert sich ja nicht. Wie man programmiert, hat sich nicht grundsätzlich geändert. Aber da kommen wir schon zum nächsten Ding. Was, wenn ihr, sagen wir mal, eine firmeninterne Software habt, eine Bibliothek, die ihr verwenden wollt, dann ist das firmenintern und nicht allgemein bekannt. Und deswegen baut man auch da wieder diesen Retrieval Augmented Graph oder Retrieval Augmented Generation. Und das sieht so in etwa aus. Ihr habt im Grunde genommen eine Frage eines Benutzers, dann wird gegoogelt beispielsweise und dann bekommt ihr die Antwort zurück und die wird dann in eine neue Antwort umformuliert, wenn ihr so wollt. Das heißt, die Informationen an sich stammen nicht aus dem Brain der KI, sondern sie stammen einfach von einer Live-Anfrage. Beispielsweise googeln. Das sehen wir auch schon bei ChatGPT oder bei Gemini oder. Die nutzen das Internet, die durchsuchen das, um euch Informationen zu geben. Und die machen im Endeffekt genau das. Sie machen ein RAG draus. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Ihr müsst nicht Google benutzen, um einen RAG zu bauen, beziehungsweise um eine RAG-Antwort zu geben. Ihr könnt genauso Retrieval Augmented Generation so bauen, dass sie sowohl auf das Web zugreifen kann, als auch vor allem auf eure eigenen Dokumente oder auch nur auf eure Dokumente. Auf was ihr genau zugreift, das ist völlig euch überlassen. Das können Dokumente sein von euch, von eurer Firma intern und so weiter und so fort. Und dazu braucht man nicht mal mehr das Internet, vor allem wenn man eine Open Source KI benutzt, die man lokal auf seinem System hat. So. Aber bevor wir klären, wie genau ihr das Ganze implementiert, müssen wir erstmal klären, wie ihr das Ganze bitte sicher macht. Und zwar die Daten absichert. Ihr braucht als jemand, der Daten hat, auch eine Backup-Strategie. Im Zweifel liegen die wahrscheinlich auf einem Server von euch oder auf eurem eigenen PC, aber ihr solltet die an einer anderen Stelle auch noch aufbewahren, falls irgendwas passiert, falls ihr was kaputt macht, falls sie gestohlen werden und so weiter und so fort. Und deswegen kommen wir ganz kurz zu unserem heutigen und langfristigen Partner Synology, die mir dieses wundervolle NAS-Gerät zur Verfügung gestellt haben. Und wo ich euch einmal ganz kurz zeigen darf, wie ihr eine sinnvolle Backup-Strategie einrichtet. Das ist nämlich super einfach. Im Paketzentrum gibt es das Active Backup for Business. Das müsst ihr erstmal installieren und dann ausführen. Und hier seht ihr, ich habe auch tatsächlich aktuell einen Dateiserver angebunden. Das ist tatsächlich mein News-Server. Kein Witz an der Stelle. Ich zeige euch das auch gleich. Und ihr könnt hier natürlich auch PCs oder Mac anbinden oder andere physische Server. In meinem Fall ist es aber ein Dateiserver. So, dort könnt ihr euch erstmal hin verbinden. Wenn ihr einen neuen Server hinzufügt, könnt ihr zum Beispiel auswählen, ihr wollt das Ganze über rsync, eine super Software, die aber Synology für euch einstellt, ihr müsst das nicht selber machen, backupt. Und hier drin könnt ihr dann zum Beispiel auswählen, ihr wollt euch via SSH, also das NAS, tunnelt sich dann in euren Server rein via SSH. Und ihr müsst einfach nur sagen, ey, das ist mein SSH-Schlüssel. Ihr könnt ihn hier hochladen, könnt hier euer Konto angeben und den Port und fertig ist das Ganze. Und anschließend seid ihr im Endeffekt auf eurem Server eingeloggt. Beziehungsweise das NAS loggt sich für euch ein und ihr könnt eure Backup-Strategie erstellen. Dazu könnt ihr der Anleitung folgen. Es ist super, super einfach. Ich habe nur kurze Anmerkungen und zwar, ihr könnt selbstverständlich hier auswählen, welche Ordner ihr habt. Also zum Beispiel in meinem Fall wird jetzt hier ein Teil des Home Directories gebackupt, aber ich könnte zum Beispiel auch noch hergehen und war www und dann hier die RSS-Feeds selber backuppen und dann werden die einfach mit runtergeladen. Es ist wirklich einfach nur anwählen, ey, was gibt's denn da? So, und hier drin kann ich dann sogar noch Dateien filtern. Wichtig ist aber vor allem der Zeitplan. Ich empfehle euch hier täglich zu backuppen, dann habt ihr immer die neuesten Daten da und eine Aufbewahrungsrichtlinie festzulegen. So, was ist eine Aufbewahrungsrichtlinie? Nun, ich habe hier einmal Regeln festgelegt bei mir und zwar will ich Folgendes haben. Ich will jeden Tag ein Backup. Irgendwann wird das verdammt groß und ich kann nicht jedes davon behalten. Was man stattdessen also normalerweise macht, ist, man behält alle Versionen eine gewisse Menge an Tagen. In meinem Fall habe ich gesagt, jede Version, weil sie nicht so groß sind, soll 30 Tage auf meinem NAS bleiben. Jeden Tag wird eins gemacht, das heißt, immer die letzten 30 Tage sind da.
Die letzte Version der Woche behalte ich aber sogar für 8 Wochen. Das heißt immer zum Beispiel von Sonntag, das wird 8 Wochen lang behalten. Immer nur eins, das heißt nur ein Siebtel von allen, die gemacht werden. Auch wenn diese 30 Tage abgelaufen sind. Die letzte Version des Monats behalte ich für 24 Monate, sprich für 2 Jahre. Und die letzte Version des Jahres behalte ich natürlich für 42 Jahre. Und ich habe das nicht für euch geändert, ich habe das wirklich so eingestellt. Wichtige Anmerkung allerdings hierzu, das ist natürlich nur meine Backup-Strategie. Wenn eure Dateien sehr viel größer sind, könnt ihr das nicht machen. Und vielleicht macht bei euch auch einfach was anderes viel mehr Sinn. Da mein NAS dann auch in meinem PC eingebunden ist, sehe ich hier unter meinem eigenen Home-Backup-Verzeichnis hier die Datenbanken, die ich allesamt gebackupt habe. Und zwar immer das Active Backup mit jeweils dem Tag, der dahinter steht. Ich kann mal eins zum Beispiel anmachen. Und wenn irgendwann mal was verloren gehen sollte, habe ich von fast jedem Tag, der irgendwie relevant sein könnte, eine Version, wo ich einfach mal nachgucken kann, wie war denn eigentlich der Zustand an genau diesem Tag. Und dementsprechend Synology hat natürlich nicht nur dieses Riesennass von mir, sondern auch noch sehr viele andere Modelle, die vielleicht besser zu euch passen oder auch größere Modelle, falls ihr ein Unternehmen oder sowas seid. Dementsprechend schaut super gerne mit dem Link unten in der Beschreibung rein und ja, ich kann das wirklich nur empfehlen. Und jetzt, wo wir unsere Daten sicher haben, einmal zurück zu unserem Thema. So, und ich habe euch jetzt hier mal ein bisschen was vorbereitet. Erstmal, wir haben eine Wissensdatenbank. Eine Datenbank mit Artikeln, mit Newsartikeln. Das ist buchstäblich die Datenbank, die ihr bekommt, wenn ihr meinen Newsreader mal testet. Und genau, dort sind alle News drin, die ich da halt reinspeichere. So, und hier wir connecten einfach mit SQLite einfach drauf über den Datenbank-Path. Die seht ihr jetzt nicht, die ist hier in dem in feeds.db ist die drin, ist aber nicht so wichtig. So, und genau, ich habe euch jetzt mal hier kurz was mitgebracht, und zwar immer die Titel und die Timestamp. Es gibt auch noch eine Description. Ich kann euch auch zeigen, wie das aussieht. Description, das ist dann im Endeffekt der Inhalt. Sieht dann, ja, ich sollte alles eingeben. Sieht dann so aus. Das heißt, ihr habt hier einen Artikel und ihr habt dann hier eben nicht die Timestamps, sondern die Zusammenfassung des Artikels, genau, bla 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 bla. Und hier hinten dran habt ihr die Timestamp an sich. So, und damit kann ich jetzt mir einen RAG bauen. Das heißt, ich kann hier quasi sagen, hey, ist es relevant für dich oder ist es nicht relevant für dich? Jetzt müssen wir das Ganze ja im Code machen. Aber das ist erstmal nur, damit ihr die Datenbank kennt. Das ist unsere Wissensquelle. Wir wissen, dass das faktisch richtig ist. Das ist übrigens egal, ob das jetzt irgendwelche Urteile von irgendwelchen Gerichten sind für Juristen. Das ist egal, ob das vielleicht andere Informationen sind, die ihr als Unternehmen habt, in verschlossener Tür. Das Ganze läuft auf eurem System, in eurem Netzwerk. Ja? Und da geht nichts nach draußen. Ich kann das komplett ohne Internet betreiben hier. Genau, so, das ist meine Nachrichtendatenbank, also das ist meine Quelle der Wahrheit. Anschließend habe ich allerdings noch eine Kleinigkeit mehr für euch vorbereitet. Ihr erinnert euch vielleicht noch an DeepSeek, und zwar, ich habe in dem Fall jetzt hier mal das R18B-Modell verwendet, also das sehr, sehr kleine Modell, das ist das drittkleinste, glaube ich. Das kleinste ist 1,5B und das nächstkleinere ist 7B. Die sind aber so schlecht, dass man sie kaum nutzen kann. Das 8B ist noch okay. Und habe dann die Frage gestellt, was am 15.11.2024 passiert mit Musk und OpenAI. Ihr seht es hier unten, Musk klagt, OpenAI Streit über Profitausrichtung. Und hier hinten Timestamp 15.11.2024. Ist schon ein bisschen her. Und genau, das ist unsere Frage jetzt hier. Und die Antwort ist erstmal ein Think-Block, das ist dieser Nachdenken-Block, den kennen wir jetzt mittlerweile. Wie gesagt, wenn ihr was wissen wollt, wie ich das Ganze lokal bei mir auf dem PC ausführe, dann guckt euch das Video zu DeepSeek an, das werde ich hier nicht nochmal erklären. Wir bekommen hier einen relativ langen Think-Block und am Ende vom Think-Block bekommen wir die richtige Ausgabe. Das heißt, die eigentliche Ausgabe ist die hier. Am 15.11.2024 könnte es mehrere Entwicklungen zwischen Elon Musk und OpenAI gegeben haben. Es könnte GPT-5 veröffentlicht worden sein, was offensichtlich nicht der Fall ist. Es könnte eine Pressekonferenz oder Ankündigung gegeben haben, eine strategische Partnerschaft oder irgendwelche Eventdiskussionen. Faktisch, es hat keine Ahnung, aber es schreibt wenigstens, es könnte gegeben haben. Aber es merkt, dass es nichts weiß. So, und das wollen wir jetzt ändern, weil, wie gesagt, aktuelle Informationen müssen da irgendwie eingebettet werden. Und was wir jetzt stattdessen machen, ist Folgendes. Wir machen das als ersten Schritt mal in Python, nicht über Ollama in der Konsole. Ihr könnt ganz einfach Ollama in Python ausführen über die Ollama-Bibliothek. Dazu Python Packages Ollama Install Package. In meinem Fall, ich habe die neueste Version installiert und das ist eben die Ollama Python Bibliothek. Die ist die offizielle Bibliothek. Dann könnt ihr die ganzen Modelle, die ihr über Ollama verwendet, könnt ihr auch einfach in Python zum Ausführen
verwenden. Gibt es auch übrigens, falls ihr damit lieber arbeitet, in JavaScript. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Die Idee hier lässt sich überall replizieren. Das ist eine Idee, wie man das macht. Das ist jetzt nicht, ey, ihr müsst das genauso machen. Das ist auch überall unterschiedlich. So, Modell, was wir verwenden wollen, ist DeepSeek R1 8B. Was ist am 15.11.2024 passiert mit Musk und OpenAI? Und dann machen wir im Endeffekt hier eine Anfrage an das Modell, bekommen eine Antwort und geben diese Antwort aus. Sieht so aus. Und das ist sogar noch problematischer. Wie gesagt, die Antworten sind ja immer andere, aber das ist sogar noch deutlich problematischer, weil hier steht nicht könnte dabei, sondern es gab mehrere bedeutsame Events, die Elon Musk und Players like OpenAI und Neuralink involviert haben. Es gab eine Neuralink-Conference, OpenAI hat GPT-5 veröffentlicht und Elon Musk hat irgendwas gemacht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall offensichtliche Falschinformationen. Das ist herbei halluziniert und das Modell hat es nicht mal gemerkt. Ich weiß nicht mal, ob man das hier vielleicht irgendwo sehen kann. Egal, auf jeden Fall Falschinformationen, ja. Aber was wir rausbekommen haben, ist, wir können das hier lokal in Python verwenden. Wir können DeepSeek R1 in Python verwenden. So, das wollen wir machen, um ein RAG zu bauen. Das heißt, einen Graphen oder eine Informationsdatenbank da rein zu füttern. Und was wir jetzt machen, ist, wir bauen das hier drüber. Und hier will ich euch als allererstes mal meinen gefailten Versuch zeigen. Das ist etwas, was ihr nicht verwenden sollt, aber ich will euch trotzdem zeigen, was ich probiert habe, damit ihr versteht, was ich machen wollte. Und zwar zunächst einmal, ich hatte hier mehrere Schritte geplant. Als ersten Schritt extrahieren wir Keywords aus der Frage. Das heißt, wir nehmen die Frage und fragen das Modell, hey, um was geht's denn hier eigentlich? Und dann gibt es uns sowas aus wie Musk, OpenAI und zum Beispiel das Datum. Das war hier der Fall. Das Modell 8b hat noch ganz, ganz viele andere Sachen angekündigt, sowas wie hier AI-Integration, AGI, bla bla bla. Also es hat auch nicht wirklich darauf geachtet, dass Announcement und Breakthrough oder Development nicht drin stehen dürfen. Es hat auch keine Underscores bzw. Special Characters ignoriert und es hat auch mehr als nur einfache Wörter rausgegeben. Das Modell ist einfach nicht gut, okay? Das beachtet Anfragen nicht immer sehr, sehr korrekt. Aber wenn es das Stärkste ist, was ihr ausführen könnt, müsst ihr damit irgendwie klarkommen. Und viele wollen das Ganze auch auf dem Handy ausführen. Ich sage hier mal Apple. Apple nutzt auch 7B-Modelle auf eurem Gerät lokal und die sind halt einfach von der Leistung echt scheiße. Deswegen muss man da irgendwie klarkommen. Aber genau, man hat grobe Ideen, was man da reinmachen kann. So, das ist das Erste. Das heißt, ich wollte Keywords raus extrahieren. Hier hatte ich solche Ausgaben wie Musk und OpenAI zum Beispiel. Anschließend gehe ich in die Datenbank und suche, ob in den Titeln vielleicht sowas vorkommt. Dann bekomme ich eine Menge an Titeln, die mir ausgegeben werden. Ich habe das hier mal auf 20 limitiert. Das ist das große Problem. Ich musste hier auf 20 limitieren, ansonsten ist einfach DeepSeek überfordert gewesen. Es waren zu viele Informationen und es konnte sich dann nicht mehr auf die relevanten konzentrieren. Was ein Problem ist. Deswegen, es hat mir trotzdem die falschen Antworten ausgegeben. Es hat dann aber, ich habe dann noch einen zweiten Schritt gemacht, nachdem ich die Artikel aus Keywords ausgewählt habe, habe ich gesagt, ey, aus all diesen Artikeln, wähl mir bitte die aus, die für dich relevant sind. Und hier hat es immer falsche Informationen produziert. Es hat das Datum verändert, es hat die Information an sich verändert. Und dementsprechend kam dann auch beim eigentlichen Beantworten der Frage, also es war ein dreistufiger Prozess, beim eigentlichen Beantworten der Fragen kam natürlich nur noch Mist bei raus. Sprich, die Keywords haben mäßig gut funktioniert und es waren die richtigen Artikel drin, aber oftmals zu viele. Die Artikel an sich waren kaputt und wurden verändert, als ich gesagt habe, hey, gib mir mal die Artikel wieder aus. Und beim Beantworten der Frage kamen dann natürlich trotzdem falsche Informationen raus. Die Antworten waren richtiger als davor, aber sie waren trotzdem falsch. Und deswegen hier die neue Lösung. So, ich habe mal hier das Ganze für euch ein bisschen umgebaut. Und dann gerade gemerkt, dass es vielleicht auch nicht so schlau ist. Okay, ich habe Folgendes gemacht. Und zwar dadurch, also wir sind ja limitiert dadurch, dass wir zu viele Artikel in der Datenbank haben. In der Datenbank hier sind jetzt gerade 1200 irgendwas, nee, 12.000 Artikel waren da drin ungefähr. Und das Problem ist, dass wir nicht alle auf einmal reingeben können. Es ist zu viel Information, als dass DeepSeek die verarbeiten könnte. So, was wir jetzt also machen wollen, ist, wir wollen wissen, oder wir wollen einzeln quasi nachfragen, ist das relevant für die Beantwortung deiner Frage? Kannst du das brauchen? Ist das Information, die dir dabei hilft, diese Frage wirklich gut zu beantworten?
Und da gehe ich jetzt her und gehe wirklich durch jeden Artikel durch und frage das Modell, ey, bringt dir das was? Kannst du das brauchen? Und genau das machen wir. Ich zeige euch das sofort hier im Run. Das hier oben ist nur zum Extrahieren von JSON. Und ja, das ist lang geworden. Und nein, ich habe es nicht selber geschrieben. Das schreibe ich nicht mehr selber, sowas. Das lasse ich mir schreiben. Aber genau. Was ich hier erstmal mache, ist, ich hole mir alle Artikel von der Datenbank, inklusive Titel, Beschreibung, Timestamp und Link. Und ich habe das hier mal auf 50 limitiert. Aber die Macht hierbei ist, ihr müsst das nicht limitieren. Wenn ihr einen Filter habt, der irgendwie gut eingesetzt werden kann, ich habe leider keinen, aber wenn ihr einen habt, dann könnt ihr den hier reinpacken, kein Problem. Aber wenn ihr keinen habt, ist das nicht schlimm. Ihr fragt ja jeden Artikel separat. Ey, kannst du das brauchen? Kannst du das brauchen? Kannst du das brauchen? Kannst du das brauchen? Dementsprechend ist die Eingabelänge von eurem LLM nicht irgendwann ausgereizt. Ihr überschreitet das nicht irgendwann. Wenn ich 12.000 Artikel auf einmal selbst in ChatGPT, in die größte Version, die wir haben, reinstecke und frage, hey, welcher von den Artikeln ist relevant? Dann wird ChatGPT überfordert sein, weil es zu viel ist. Es sprengt den Rahmen. So, deswegen muss man dann Feintuning oder sonst irgendwas machen. Oder aber man fragt wirklich einzeln nach, kannst du das brauchen, kannst du das brauchen. Und dadurch wird es stärker und einfach flexibler. Ich kann so oft nachfragen, wie ich möchte. Das kostet mich nur Rechenzeit. Das hört man vielleicht gerade. Mein PC pustet ein bisschen. Aber dass ich hier auf 50 limitiere, ist einfach nur, damit ich euch das schneller zeigen kann, weil ansonsten läuft das eine ganz schöne Weile. So, dann das nächste ist, dass wir hier einfach, also wir holen uns alle Artikel und geben die einfach zurück. So. Und anschließend fragen wir das Modell, ey, brauchst du das? Und hier sage ich im Endeffekt, du bist ein Klassifizierer. Das hier sind die folgenden, also gegeben sind die folgenden Newsartikel und die Frage. Und überleg dir, ob einer der Artikel eventuell relevant sein könnte, um die Frage zu beantworten. Und gib bitte nur einen JSON-Boolean-Value zurück, woran es sich nicht immer hält. Deswegen dieses riesige Konstrukt hier oben, um das richtig zu parsen. Genau, und dann ist das hier die Frage, der Titel, die Beschreibung und die Timestamp. So. Und jetzt fragen wir einfach nach der Relevanz. Und das machen wir tatsächlich, also das ist im Endeffekt einfach nur die Antwort. Wir interpretieren die Ausgabe und ja, sagen hier, ey, okay, das ist relevant oder das ist nicht relevant. Das machen wir aber nicht einmal, sondern das machen wir eben für jeden einzelnen Artikel in unserer Artikelliste drin. Und jedes Mal überprüfen wir, ob dieser Artikel relevant ist. Und wenn wir am Ende eine Liste von relevanten Artikeln haben, das ist die hier, Relevant Articles, dann geben wir einfach alle relevanten Artikel in die, in die finale Fragestellung rein. Also wir fragen dann das Modell hier, das ist die Frage des Users, das sind alle relevanten Artikel, die du gesagt hast, dass du die eventuell brauchen kannst, beantwort mir die Frage. So, und das sieht dann so aus. Heißt hier, diese Artikel wurden identifiziert als relevant. Das ist der Artikel, Titel, Timestamp, Link. Link habe ich gar nicht. Ups. Oh, Moment, doch. Ich glaube, ich habe den doch gequeried. Sekunde, lasst mich kurz überprüfen. Nicht, dass ich einen Fehler gemacht habe. Das wäre ja furchtbar. Doch, ich habe den Link geholt. Okay, dann soll das durchgelaufen sein, vernünftig. Und das ist die Beschreibung. Und hier am Ende, genau. Falls es keine gibt, dann sagen wir halt, es gab halt keine Artikel, die irgendwie helfen konnten. Und genau, damit beantworte bitte die folgende Frage. Das hier oben ist der Kontext und das ist die Frage, die du beantworten sollst. Finale Antwort und blub, finale Antwort. So, und das ist unsere Datenbank mit allen Newsartikeln. Das ist die Frage des Benutzers. Die habe ich einfach mal hardcoded eingegeben. Das kann man natürlich auch in einem Dialog machen, ist ja kein Problem. So, und anschließend holen wir uns alle Artikel aus der Datenbank. Anschließend holen wir uns oder fragen wir, welche Artikel relevant sind und holen uns alle relevanten Artikel und dann beantworten wir die Frage. So, und im Run sieht das Ganze dann so aus. Unsere finale Antwort liefert uns am 15. November 2024, richtiges Datum, Elon Musk amended his lawsuit against OpenAI, introducing new defendants, Microsoft and Reid Hoffman. I don't know. The suit alleges OpenAI has abandoned its original charitable mission. Also genau das, was tatsächlich in dem Artikel drinsteht, gucken wir uns gleich an. Und bringt Microsoft unfaire Benefits und Profite und so weiter und so fort. So,
Genau das ist die Antwort, die ich eigentlich ganz gerne gehabt hätte von Anfang an. Und hier ist tatsächlich nur ein Artikel als relevant identifiziert worden. Also dieser Artikel wurde als relevant identifiziert. Artikel 1, Musk klagt OpenAI, Streit über Profitausrichtung. Mit der folgenden Timestamp und diesem Link. Und dann kommt hier, Elon Musk hat eine überarbeitete Klage gegen OpenAI eingereicht, in der das Unternehmen beschuldigt, seine ursprünglichen gemeinnützige Mission aufgegeben zu haben. Neue Beklagte sind Microsoft und Reid Hoffman, auch richtig gesagt. Musk wirft OpenAI vor, unfaire Vorteile durch Microsofts Ressourcen zu ziehen und dadurch Konkurrenten wie seine eigene Firma XAI zu benachteiligen, bla bla bla. So, das heißt, es hat tatsächlich den richtigen Artikel gesucht und damit die Frage richtig beantwortet. Und hier oben sehen wir, dass ich durch alle Artikel durchgegangen bin. Sowas wie Pokémon Trading Card Pocket ist natürlich nicht relevant. Dementsprechend hat sie ausgegeben Jason false. Das heißt, es ist nicht relevant. Und hier oben dran hat sogar noch irgendwelche anderen Informationen reingemacht. Zum Glück haben wir das vernünftig gepasst. Das war gar nicht so einfach tatsächlich. Aber ja, selbst mit ChatGPT. Und ihr seht, das ist einiges an Ausgaben, die wir hier hatten. Ich habe das ganze Ding jetzt noch nicht gebenchmarkt. Das würde ich vielleicht noch mal ganz kurz tun. Dann wisst ihr, wie lange es bei 50 Artikeln dauert auf meinem Rechner. Das ist eine Nvidia RTX 3090, die da läuft. Aber ich sag mal so viel, es dauert schon eine ganz schöne Weile. Ich lasse mal kurz den Benchmark noch drüber laufen. So, ich habe es jetzt noch mal durchlaufen lassen und die insgesamte Ausführzeit ist etwa 3 Minuten. Ein bisschen mehr als 3 Minuten waren es. Und das bei nur 50 Artikeln. Das muss man einfach krass sagen. Ist wahnsinnig lang und das Modell ist kein starkes Modell. Es ist und das habe ich hier mehrfach drin stehen, ein DeepSeek R1 8B Modell. Ihr könntet jetzt selbstverständlich das DeepSeek R1 32B benutzen oder auch nur um die finale Antwort zu generieren. Ihr könnt das auch benutzen, um Zitate einzufügen und so weiter und so fort. Ihr könnt das vor allem auch benutzen, um damit das Internet zu durchsuchen und, naja, statt eben nur 50 Quellen halt 500 Quellen zu durchsuchen. Je nachdem, wie viele Quellen ihr nutzt, desto ausführlicher wird natürlich eure Antwort und desto breit gefächerter wird sie. Aber ich würde sagen, einfach nur einen Klassifikator zu bauen oder bauen zu können mit einem 8 Milliarden Parametern Netzwerk, in 3 Minuten über 50 Artikel als Quelle einzulesen, das ist ziemlich gut. Ihr könnt jetzt natürlich auch hergehen und das Ganze sehr, sehr viel aufplustern und dann halt sehr lang generierte Antworten bauen. Und ich glaube, für manche Anwendungsfälle kann das durchaus wertvoll sein. Wichtig ist aber, das Ding hier läuft auf meiner lokalen Hardware. Ich brauche gar kein Internet für dieses Modell hier und es produziert mir keine Falschinformationen mehr, was es davor, wie wir gesehen haben, getan hat. Und es ist gerade mal ein 8 Milliarden Parameter Netzwerk. Wenn wir das als Unternehmenstool benutzen, dann kann hier ein 8 Milliarden Parameter Netzwerk tatsächlich hilfreich sein. Einfach nur beim Rauspicken von relevanten Informationen und dann vielleicht ein größeres Modell eine finale Antwort geben. Ich kann ja hier tatsächlich hergehen und sagen, hey, in diesem Ding hier unten antworte auf die eigentliche Frage mit allen relevanten Artikeln. Da kann ich mein 32B-Netzwerk nehmen. Und davor benutze ich das kleinere. Dann geht es nicht viel länger, vielleicht 10 Sekunden oder 20 Sekunden länger, aber es läuft noch immer alles auf meinem System. So, und ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich hoffe, das konnte euch so ein bisschen Einblick geben, wie mächtig RAGs eigentlich wirklich sind. Und ja, ich denke, das ist nicht nur für Unternehmen relevant, sondern auch für Privatpersonen, weil das Internet durchsuchen mit einem Crawler, das ist mittlerweile fast der Standard geworden. Jeder kann sich seine eigene Suchmaschine bauen. Aber das hier ist, glaube ich, noch viel cooler, weil dazu brauche ich nicht mal Internet. Und in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace. Ciao.